Ja, schön, dass ihr noch da seid und wissen wollt, wie das Ganze in Fusion gemacht wird. Also, im Prinzip gliedert sich unser Projekt mit den zwei Brettern in 4 Dateien auf. Hier diesen Präsentationsteil, dem Namensteil, dem Planen, also wo geplant wird, und die eigentliche Zahl, oder Zahlen besser gesagt. Wieso ich das so einzeln gemacht habe, erkläre ich später. Fangen wir einfach an mit der Präsentation und soll, wie der Name schon sagt, einfach nur gut aussehen. Es soll was präsentieren. Ich habe hier schon die Phase gemacht, die Zahlen sind schön gesundet, auch hier eine schöne Sundung und habe diese Stifte gemacht, die sich so hübsch bewegen lassen. Mit dieser Datei habe ich auch die Animation erstellt. Genau, das ist der erste Teil. Der zweite Teil, machen wir es chronologisch gleich richtig, ist das Planen. Und tatsächlich habe ich bei dem Planen ein Wahnsinnsproblem. Denn, ich kann es euch hier mal in der Simulation zeigen, ich habe es vorhin etwas falsch gesagt, ich habe gesagt von 1 mm, aber in Wirklichkeit ist es 0,5. Also ich starte bei 0,5 mm. Ich bin nur 0,5 mm von meinem Maschinen-Nullpunkt entfernt. Und wenn ich das jetzt starte, das geht ein bisschen schnell, dann, vielleicht finde ich es gleich, ja. So, jetzt kann man es sehen. Da hat der Fräser seinen maximalen Punkt erreicht. Also 398,5 mm. Ich bin 1,5 mm vom maximalen x-Verfahr weg entfernt. Das ist mein Problem und deswegen muss ich etwas tricksen. Denn wie macht man es eigentlich? Man geht hier auf Planen, dann wählt man Fräser aus. Als Geometrie, wie ich, sage einfach nichts und das passt ja. Und jetzt hat man ein Problem, nämlich der Fräser wird genau an dieser Kante hier aufhören zu fräsen. Aber wenn so jemand wie ich das einfach nach Auge antastet, kann es passieren, dass dann hier so ein kleiner Steg übrig bleiben würde. Und das will ich nicht. Ich will, dass er ganz bewusst hier ein bisschen weiter rausfährt. Und der darf auch ruhig in der Luft ein bisschen fahren. Das macht mir nichts. Hauptsache, diese Fläche hier wird schön sauber abgefräst. Dafür gibt es ja genau diese Funktion, Durchgangserweiterung. Warten wir, bis die Hilfe kommt. Und dieser Wert hier sagt, um wie viel Millimeter der Fräser weiterfahren soll. Hört sich ja super an. Das heißt, wir geben hier 10 mm an. Lassen das jetzt einfach mal stehen. Genau. Fährt hier schön weiter raus. Also perfekt, genau was wir haben wollen. Aber wenn ich das jetzt simuliere, kann man es schon erahnen. Ich bin bei 410 mm. Und wenn ich jetzt... vielleicht treffe ich es gleich wieder. Ja. Genau, ich fahre jetzt schon hier in den Minusbereich. Logisch, denn ich habe ja auch eine Durchgangserweiterung. Das heißt, so kann ich es nicht machen, denn so weit kann meine Maschine einfach nicht fahren. Deswegen bin ich hergegangen und habe mein Rohteil, also das fertige Brett, künstlich breiter gemacht. Ich zeige es euch gerade mal. Mein Brett, also das hier in der Software, hat einen Abstand von, also eine Breite von 204 mm. Das stimmt ja nicht, in Wirklichkeit habe ich ja nur 190. Aber ich habe es künstlich breiter gemacht, damit der Fräser einfach weiter rausfährt, ohne die Durchgangserweiterung. Und nur so habe ich es geschafft, dass der Fräser nicht über meine Maximalbegrenzung fährt, aber das macht, was ich will. Und deswegen muss es in eine separate Datei. Okay, wir schauen uns jetzt mal an. Natürlich erstellen wir hier erstmal ein Setup. Schauen uns gleich mal an. Hier kann man auch meinen Nullpunkt sehen, also Y geht in diese Richtung, X in die und Z in die. Und antasten, also mein Z0 liegt auf dem Brett. Genau, habe das hier alles so vorgegeben. Wichtig ist nur dieser Wert hier. Versatz von Vorderseite um 8 mm, denn das behalte ich überall bei, damit ich X, Y nie neu antasten muss. Okay, schauen wir uns mal das erste an.
der 8 mm Schaftfräser von Bosch. Auf den Vorschub gehe ich jetzt nicht ein. Wie ich den mit der Excel-Tabelle berechne, habe ich glaube ich jetzt schon oft genug gezeigt. Wen es aber interessiert, ich verlinke es mal hier oben und in der Beschreibung findet ihr auch einen Link. Als Geometrie habe ich nichts angewählt. Dann nimmt er automatisch die Rohteilkontur. Als Endhöhe sage ich minus, also Rohteil-Oberkante, minus 0,7. Und hier habe ich einen Rohteil-Versatz reingemacht von minus 5,5. Ja, wird schon einen Grund gehabt haben. Es ist tatsächlich schon etwas länger her. Aber hier könnt ihr euch ja die ganzen Werte anschauen. Hier habe ich, glaube ich, gar nichts verändert. Ja. Ja, und so sieht es dann zum Schluss aus. Und das ist natürlich die erste Operation. Dann habe ich das hier einfach dupliziert und sage nicht um 0,7, sondern um 1 mm. Abplanen. Das war schon der erste Teil. Jetzt folgt das zweite Setup. Wieder mit dem gefakten, etwas größeren Brett. Und hier kann man sehen, das Setup verändert sich schon etwas, nämlich mein Nullpunkt in Z. Wieso das Rohteil jetzt etwas kürzer ist, ist mir auch unklar. Aber sei es drum. Genau, ich habe einfach dupliziert. Nur, was sich hier geändert hat, ist das hier. Modellunterkante. Das heißt, was ist meine Endhöhe? Nämlich, jetzt kann man es besser sehen, meine Endhöhe, also das hier, ist ab hier gemessen plus 16,3, also 0,7 von dem Rohteil. Ist ein bisschen tricky, also ich bin hier schon ein paar Mal drauf reingefallen, habe schon viele Fräser kaputt gemacht, weil ich vergessen habe, den Bezug richtig anzugeben. Also Modellunterkante plus 16,3, da musst du hin. Also ein Schubdurchgang, könnte man jetzt sagen. Hier habe ich nichts verändert. Das ist alles so geblieben. Und das ist der erste Durchgang, also von 17 auf 16,3. Dann habe ich das hier einfach dupliziert und sage auf 16 mm. Und das ist ja unsere fertige Höhe. Man kann schon sehen, das Bauteil kommt jetzt auch raus. Das Simulieren sparen wir uns, denn ich glaube, ihr habt es ja schon live gesehen. Und sage, der Planteil ist abgeschlossen. Wir gehen weiter zu den Zahlen. Ja, die Datei mit den Zahlen. Diese Datei und auch das Brett hier ist absolut korrekt zu dem Original, also wie es später real aussehen wird. Man kann schon sehen, die Stufe ist hier an der richtigen Seite. Und auch sonst. Mit dieser Datei werden wir später fräsen. Wir starten hier mit dieser Konstruktion. Als allererstes mache ich natürlich einfach so ein Rechteck, habe das Ganze extrudiert und darauf wieder eine neue Skizze, nämlich die hier mit den Zahlen. Und jetzt nicht erschrecken. Ich bin tatsächlich etwas oldschool unterwegs und bemaße alles einzeln. Ich habe mir das irgendwie nie so richtig angewöhnt, mit dem Spiegeln, mit den Verschränkungen, mir das alles so anzugewöhnen. Es gibt ja auch Freaks, die arbeiten nur mit runde und rechteckiger Anordnung. Die sind da wirklich gut. Das ist nicht ganz meine Stärke. Deswegen bemaße ich alles einzeln. Ich habe auch diese ganzen Berechnungen einzeln angestellt. Man kann auch hier sehen, die 9 nimmt mehr Platz ein als die 1. Das ist nicht nur wegen den Löchern so, sondern auch prozentual. Also die 9 nimmt 90% von der Fläche von der 1 ein. Ja, und die Zahlen, die Löcher habe ich dann alle hinein extrudiert, also subtrahiert. Dann habe ich hier noch kleine Korrekturen an der 4 und an der 9 vorgenommen. Nämlich, wie kann ich das besser zeigen? Ja, die 4 hatte hier so eine kleine Beule und das sah recht komisch aus. Und deswegen habe ich eine kleine Korrektur vorgenommen. Dasselbe bei der 9. Auch hier gab es so eine seltsame Spitze und deswegen habe ich so einen Kreis hineingefügt und dann die 9 etwas weicher abgerundet. Das war schon der ganze Konstruktionsteil. Ich weiß nicht, was ich dazu jetzt noch erzählen soll. Deswegen machen wir einfach weiter mit der Fertigung. Ja, wie beim Planen
Schauen wir uns erstmal das Setup an von dem Ausschnitt. Ich zeige erstmal kurz, wie das aussieht. Also, wir wollen, dass der Fräser eintaucht, um das Brett herumfährt, wieder rausfährt, neu ansetzt, wieder eintaucht und so weiter. Und dabei fräst er uns dieses Stück hier ab. Wir schauen uns das Setup an. Wieder der Versatz von 8 mm, das ist wichtig. Na, so. Und was auch wichtig ist, wir tasten unten an. Also hier ist mein Nullpunkt. Wieder der gleiche Schaftfräser, also der ist ja unverändert. Als Geometrie habe ich einfach gesagt, diese Kontur minus 15,9. Denn das Brett ist ja momentan 16 mm nach dem Plan. Und ich möchte, dass 0,1 mm unten stehen bleiben. Das tut mir nicht weh, das kann man wie gesagt mit der Hand einfach wegbrechen. Und mit der Kantfräse wird ja eh später eine schöne Rundung gemacht. Ja, zu den Durchgängen. Ich kann leider echt nicht mehr sagen, was für Änderungen ich vorgenommen habe, also zu dem Standard. Deswegen guckt es euch einfach an, wenn ihr Fragen habt, schreibt mich einfach an oder schickt mir eine E-Mail. Genau, auch die Tiefenschnitte, ich meine, das stammt alles aus meiner Excel-Liste, die hat mir das alles vorgegeben. Gleichmäßige Tiefenzustellung, das mache ich immer an. Ein Glättungsfilter und eine Vorschuboptimierung. Bei den An- und Wegfahrwegbewegungen mache ich hier beim Radius, horizontalen Radius 0 und bei dem vertikalen Radius 0. Also da darf ich ruhig hart rausfahren, wieder reinfahren, ohne so eine weiche Rundung immer zu machen. Das stört mich nicht, denn das ist außerhalb vom Werkstück. 90 Grad, genau, ich will, dass er 90 Grad wegfährt, und zwar 12 mm. Und es hat auch eigentlich ganz gut ausgesehen. Und das sieht dann, wie gesagt, so aus. Ich glaube, simulieren brauchen wir es nicht, das sparen wir uns einfach. Machen wir weiter mit dem zweiten Setup. Auch hier wieder bleibe ich 8 mm weg, damit ich XY nicht mehr neu antasten muss. Ist zwar etwas gefaked, sage ich jetzt mal, aber das erleichtert mir einfach alles. Genau. Die erste Operation ist die Tasche. Und wer wissen will, wie ich den Vorschub berechnet habe, kann entweder auf den Link jetzt hier, der eingeblendet wird, klicken, oder in der Beschreibung findet ihr auch einen Link zu einem Video, wie ich die Vorschübe berechne. Es ist ein 2 mm Schaftfräser. Als Geometrie habe ich einfach die Zahlen ausgewählt. Bei den Höhen sage ich ausgewählte Kontur, denn das ist ja schon mein fertiges Maß, das heißt, das passt. Zu den Durchgängen. Oh, wieso wird denn das so seltsam angezeigt? Ich arbeite normal auf einem 40 Zoll Monitor. Vielleicht wird es deswegen so seltsam. Naja. Das war echt komisch. Ja. Interessant ist vielleicht nur das Rohteilaufmaß. Nämlich, ich bleibe radial, also hier von der Wand 2,5 mm weg. Also der Radius von meinem späteren Kugelfräser. Damit es so nahtlos übergeht von der Kurve, vom Kugelfräser zu dem flachen Teil. Axial bleibe ich 0 weg, also das passt so. Glättungsfilter und die Vorschuboptimierung wieder. Bei den An- und Wegfahrwegbewegungen habe ich, meine ich, nichts verändert. Also das habe ich einfach so gelassen, wie es ist. Nur sage hier direkt eintauchen. Das ist Holz, kein Alu oder Stahl, also völlig legitim. Und so sieht das aus. Das sind hier die 2,5 mm. Kommen wir zum zweiten. Übrigens kann man es auch gleich hier sehen. Die 2,5 mm sind ja der Radius von dem Kugelfräser. Wenn jetzt der Kugelfräser durchfährt, kann man auch sehen, das kann man doch nicht so gut sehen, wie ich gerade dachte. Hier geht diese Wölbung dann nahtlos in den flachen Teil über und dann wieder in die Wölbung. Okay, als nächstes der Kugelfräser, 5 mm.
als Geometrie, achso, Entschuldigung, das ist eine Kontur. Als Geometrie habe ich einfach die untere Kontur ausgewählt. Als Endhöhe sage ich nichts, das passt ja. Bei den Durchgängen sage ich ein Rohteilaufmaß radial und axial von 0,1 mm. Denn da soll das Holz erstmal durchschruppen. Ansonsten habe ich, glaube ich, nichts verändert. Nein. Und hier meine ich, habe ich auch nichts verändert. Das hier habe ich dann einfach dupliziert und umbenannt in schlicht. Und lediglich das Rohteilaufmaß weggenommen. Und das kann man jetzt auch schön sehen. Das ist ohne Aufmaß, das ist mit Aufmaß. Also da passiert ganz klein bisschen was. Okay. Als nächstes als Schrubbdurchgang diese Unterteilungen. Und da bin ich hingegangen und habe gesagt, eine Projektion. Und da müssen wir uns die Skizze einblenden lassen, weil nur so funktioniert es nämlich. Der gleiche Fraser. Als Geometrie habe ich beim Körper selbst gar nichts ausgewählt, sondern nur bei der Skizze und habe mir diese Linie einfach angeklickt. Mir ist aufgefallen, wenn ich eine Kontur auswähle und diese Linie oder diese auswähle, dann hat er irgendwie so ein bisschen Probleme. Der versteht einfach nicht, dass ich nur einmal durchfahren möchte. Deswegen nehme ich diese Projektion. Das habe ich alles stehen gelassen, da habe ich nichts verändert. Und gesagt, beim axialen Versatz, er darf 1,8 mm axial, also in axiale Richtung, tiefer eintauchen als diese gezeichnete Linie. Und diese Linie liegt ja genau auf dem Brett. Das ist mein Schrubbdurchgang. Und bleibe dann axial 0,2 mm weg. Ansonsten habe ich, meine ich, nichts verändert. Nein. Dann folgt der Schlichtdurchgang, also vielleicht kann man das sogar ein bisschen sehen. Schrubb, schlicht. Also ich meine, das wir ohne Körper machen. So, Schrubb, schlicht. Kann man es ein bisschen sehen. Damit wird die Oberfläche von dem Holz einfach besser, wenn man das in 2 Durchgängen macht. Schauen wir uns mal den Schlichtgang an. Im Prinzip dasselbe, nur sage ich hier, taucht 2 mm tiefer ein. Ansonsten ist alles unverändert. Als nächstes die Löcher. Das mache ich mit einem Kugelfräser. So sieht das Ganze aus. Als Geometrie habe ich natürlich das sind Zirkularfräsen. Und habe die Wand angeklickt. Nicht den Ring da oben, ich glaube, das geht auch gar nicht, sondern diese Wand von dem Zylinder. Tiefenschnitt, er darf 5 mm in einem Durchgang eintauchen und soll radial, also von der Wand, 0,1 mm wegbleiben. Ansonsten habe ich nichts verändert. Und wenn doch, könnt ihr euch das einfach selber anschauen. So. Auch hier wieder kann man sehen, dass der Schrubbgang ist der Schlichtgang. Also das sind hier diese 0,1, 0,2 mm. Genau, einfach dupliziert und das Aufmaß weggemacht. Als nächstes folgt die Phase. Jetzt passt das Bild ja nicht ganz, denn in Wirklichkeit sieht es ja schon so aus. Folgt die Phase. Und wie auch in dem Frästeil schon erwähnt, ist es ja eigentlich Quatsch. Ich fahre später hier mit einer Kantfräse durch. Aber ich hatte mal das Problem, dass ich einen axialen Versatz hatte zu den Achsen. Und so konnte ich das dann immer schön sehen. Aber wir schauen uns dann trotzdem an. Es ist ein... Oh, das stimmt aber nicht. Achso, ich habe es schon zwischenzeitlich geändert. Ich arbeite jetzt doch mit einem Dachsformfräser. Aber in dem Video ist es noch ein Hase... Aber ändern wir es gerade mal. Gravierer Hase, hier, der ist es nämlich in dem Video. So. Ein 3,175, 45 Grad, also 90 Grad in Wirklichkeit Gravierstichel. Als Geometrie habe ich einfach das hier angeklickt.
Als Endhöhe sage ich nichts. Bei den Durchgängen sage ich eine Phasenbreite von 1 mm und einen Spitzenversatz von 0,5. Hier habe ich, glaube ich, auch nichts verändert. Genau. Und das sieht dann so aus. Wie gesagt, ich arbeite mittlerweile mit einem Dartron, nicht mehr mit diesem kleinen Fräser. Aber das macht nichts, der Winkel ist ja gleich. Deswegen ändert es nichts an der Tatsache. Als nächstes folgt die Phase an den Löchern. Ja, wie gesagt, das falsche Werkzeug. Die Geometrie, habe ich einfach diese Löcher angeklickt, oder beziehungsweise die Kante von diesen Löchern. Nichts verändert, genau. Und hier habe ich gesagt, eine Phase von 0505 mit einem Glättungsfilter. Hier habe ich, meine ich, auch nichts verändert. Und das sieht dann... Warum zeigt er mir das nicht an? Der Rechner hängt irgendwie. Normal soll es jetzt so grün werden, dann müsste mir die Phase anzeigen. Naja, egal, machen wir auch weiter. Das ist die Phase. Und zu guter Letzt noch das Logo. Hier mit dieser Gravierfunktion. Da sage ich einfach als obere Höhe minus 1,5. Weil ich als Geometrie genau die obere Kontur ausgewählt habe. Ich hätte auch die untere Kontur auswählen können. Dann hätte ich hier einfach 0 eintragen müssen. Hier habe ich nichts geändert und hier auch nicht. Jetzt gehe ich auf Abbrechen und sage simulieren. Denn das Tolle ist... Oh, hier, das war doch ein bisschen arg schnell. Bei dieser Gravierfunktion kann man sehen, dass er so im Z, ich blende auch mal die Z-Position ein, dass er auch mit der Z-Position immer hochfährt und versucht einfach mit dem Stichel so tief einzutauchen, wie es nur irgendwie geht. Hier am Rand kann man das gleich schön sehen. Achso, okay, jetzt taucht er komplett aus. Moment, am E wird man das, glaube ich, auch schön sehen können. Genau. Der taucht ein. Schade, dass die Kontur... Ah ja, jetzt. Und versucht einfach mit diesem Winkel von dem Gravierstichel so tief einzutauchen, wie es nur irgendwie geht. Jetzt kann man das schön sehen. Der versucht halt das E so weit wie möglich auszufräsen. Und weiß einfach, okay, mit diesem Winkel kann ich so tief eintauchen, um das Maximale rauszuholen. Okay, das ist diese Gravierfunktion. Auch hier müsste so eine Schnellansicht kommen. Wieso das nicht kommt, ist mir gerade unklar. Ja, und das ist die ganze Zahlenseite. Bleibt nur noch die Namensseite. Ja, die Namensseite. Ich habe das in eine extra Datei gepackt. Ich weiß auch nicht mehr wieso. Eigentlich hätten wir es auch da zu der Zahlenseite dazu machen können, auf der Rückseite. Aber ich fand es irgendwie so einfacher. Hier arbeiten wir tatsächlich mit dem richtigen Endmaß, also hier kann man sehen, 190 mm. Und ich habe mir selbst auch mal so eine kleine Anleitung geschrieben. Name skalieren bis Rand plus Eckenrunden. Damit ist einfach gemeint, wenn ich jetzt hier einen Namen eintragen will, machen wir das einfach mal. Rosalie zum Beispiel. Wie es der Zufall will, passt jetzt gerade. Machen wir Mustermann. Kann man sehen, ich muss das etwas skalieren. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen zu arg. Okay, lassen wir es einfach mal so. Und sage Skizze beenden. Und muss hier das zufällig gemacht, weil es hier noch so vom Algorithmus mit übernommen wurde. Deswegen lösche ich das jetzt einfach mal. Hier, beim M zum Beispiel gibt es eine sehr scharfe Kante. Die ist unschön und fühlt sich später auch nicht gut an. Oder hier bei dem E zum Beispiel. Deswegen gehe ich hier auf diese Abrundenfunktion und muss jede Ecke einzeln anklicken. Machen wir es gerade noch bei dem
R-Buchstabe. Okay. Und sage um 1 mm runden. Und sage okay. Und jetzt sieht das Ganze auch schon viel weicher und harmonischer aus. Und fühlt sich natürlich später auch besser an. Das macht man mit jeder Ecke. Das ist damit gemeint, Ecken runden. Und jetzt, Achtung, in der Fertigung, bei dem Punkt Geometrie immer erst alles löschen und dann neu auswählen. Als Geometrie immer die Fläche unten und Kugelfräser schrubben, duplizieren, dann das Rohteil entfernen. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir gehen in die Fertigung. Als Setup natürlich ist genau unser Brett mit einem Aufmaß von 0 in jede Richtung, denn das ist ja genau unser Maß, 390, 190. Hier steht zwar 18, aber müsste eigentlich 16 heißen. Das macht ja nichts. Okay, die Tasche. Wir klicken das an. Und wenn wir jetzt auf Geometrie gehen, kann man es schon sehen, der hat hier schon was ausgewählt. Und das Problem ist, 7, also er hat 7 Ketten gefunden. Er versucht es einfach von dem vorherigen Namen von meinem Sohn Vincent zu übernehmen. Das heißt, hier ist jetzt irgendein Buchstabe mehrmals angeklickt. Deswegen muss man in der Fertigung bei dem Punkt Geometrie immer erst alles löschen. Also löschen. Dann klicken wir hier die untere Geometrie an. Das soll mal lang. Jetzt rödelt er ein bisschen. Ja, ich habe mir schon fast gedacht, der Schaftfräser mit 3,175 ist ein bisschen zu groß, um hier sauber den Mittelteil auszufräsen. Dann müsste auf ein kleines gehen. Oder wir machen jetzt einfach Muster. Okay. Die Rundung ist sogar noch gleich geblieben. Passt. Wollen Sie den Auswahlsatz ignorieren? Ja, will ich. Sage Geometrie und wähle es geschwind nochmal neu aus. Bei den Endhöhen sage ich nichts, denn das stimmt ja schon. Bei den Durchgängen sage ich ein Rohteilaufmaß von 3 mm, denn das ist der Radius von meinem späteren 6 mm Kugelfräser. Glättungsfilter Vorschuboptimierung. Und hier meine ich, habe ich nichts verändert. Nö. Sage okay und das sieht ja schon deutlich besser aus. So, das entfernen wir mal. Möchten Sie aufheben? Ja. Erkennt aber trotzdem irgendwas, denn das ist ja diese Kontur. Die müssen wir jetzt separat anklicken. Ja, das war schon falsch. Ich wähle gleich die untere Kontur aus. Dann stimmt das Maß auch gleich. Sage als Endhöhe 0, denn das passt ja soweit. Als Durchgang mache ich ein Rohteilaufmaß von 0,202, radial wie axial. Wieder den Filter und die Optimierung. Einfahrt, Ausfahrt habe ich meine ich begrenzt auf 0,2. Genau. Das war's schon. So sieht das Ganze dann schon aus. Also sieht schon sehr gut aus. Man kann es auch hier schon sehen. Dieser kleine Huckel hier, der ist einfach unschön. Denn mit der Kontur fahre ich ja das ab. Und dabei entsteht einfach in der Mitte von diesen zwei Wellen, nenne ich es jetzt mal, einfach dieser Huckel. Und der ist unschön. Und deswegen müsste man eigentlich mit so einem, ich sage jetzt mal aus dem Bauch, 2 oder 2,5 mm Schaftfräser nochmal durchfahren. Denn der war einfach zu groß, um da reinzufahren. Hier kann man es besser sehen, genau. Hier gibt es diese Wellen einfach nicht. Okay, das Ganze müssen wir noch Steuerung D, also duplizieren. Und sagen hier einfach Rohteilaufmaß weg und los. Genau. Und jetzt haben wir zuerst mit dem Schaftfräser die Mittelfläche ausgefräst. Gehen zuerst mit dem Grob mit so einem Kugelfräser durch, mit so einem 6 mm und dann mit so einem Schlicht. Und dann so einem Schlichtgang. Sieht sehr, gut aus, bis auf diesen Buchstabe hier.
Hätten wir eigentlich so lassen können. Ja, und das geben wir dann in die Maschine. Und so erstellen wir den Namen. Machen wir weiter mit der Präsentation. Ja, die Präsentation ist wie am Anfang schon erklärt eigentlich nur dafür da, dass es einfach gut aussieht. Aber ich würde euch gerne zeigen, wie ich diese Komponenten hier gemacht habe und vor allem auch diese Bewegung hier. Wir erstellen eine neue Skizze. Wir sehen uns das gleich mal, wie wir es richtig brauchen. Gehen auf P, also für Projizieren. Sagen, projiziere mir diese Kontur, diese Kante. Sage OK. Dann hier so ein Kringel und zufällig weiß ich, dass mein Holzstift einen Durchmesser von 6 mm hat. Denn die Öffnung hat 6,2, meine ich. So, sage extrudieren das Ganze, nämlich das hier, um 30 mm. Man kann sehen, es gibt hier einen neuen Körper. Körper 8 heißt er. Ich hole mir diesen Körper 8 ein bisschen hoch und runde ihn noch ein wenig, denn in der Wirklichkeit ist er auch so leicht gesundet. Ja, 1 mm gefällt mir eigentlich ganz gut. Und sage jetzt, mach mir Körper 8 zu einer Komponente. Das ist jetzt die Komponente, achso, 8, genau. Jetzt ist es die Komponente 8. Und jetzt sage ich, Gelenk, die Bewegung ist ein Schieberegler. Und als Position sage ich hier die axiale Achse von dem Holzstift zu dieser Achse. Jetzt wird es so kurz animiert. Da fragt mich, passt das so? Ich sage, jupp, passt. Und jetzt kann man den Körper schon so bewegen. Das sieht ja schon richtig gut aus. Und auch wenn ich nach rechts, links gehe, ist egal. Der Körper will einfach nur immer in dieser Achse bleiben. Also, wie wir es eigentlich schon haben wollen. So, und jetzt gehen wir einfach noch auf die Gelenke und sagen, genau das wollen wir hier, den Schieberegler 10. Und begrenzen seine Bewegung auf, jetzt muss ich gerade selbst kurz überlegen, wahrscheinlich heißt es maximal minus 40 und minimal 0. Hoppla, 0. Könnte das passen? Nee. Okay, dann probieren wir mal minus 40 und 0. Ja, perfekt. Jetzt haben wir es begrenzt. Die Bewegung gefällt mir jetzt richtig gut. Und so lassen wir es auch. Ich zeige euch noch kurz die Animation, wie ich die gemacht habe. Im Prinzip ist es wirklich kein Hexenwerk. Wir springen mal an die Stelle. Man dreht einfach den Körper. Ne, man geht an diese Position, zum Beispiel 1,5 Sekunden. Und dreht den Körper, wie man es später haben will. Und jetzt spulen wir, gucken Sie es mal an. Sagen, genau das war ja meine Bewegung. Jetzt fängt das schon wieder von vorne an. Wir springen nochmal kurz hierher und sagen, okay, ich will die 0. Nee, Verzeihung, das war jetzt wieder falsch. Ich will 2 Sekunden lang ein Zoom haben auf die 0. Jetzt gucken wir uns das mal an. Und so funktioniert die ganze Animation. Also es ist wirklich nichts Wildes. Genau wie hier mit dem Bewegen. Man kann einfach sagen, ich will diese Komponente dahin bewegt haben. Und sagt okay. Und dann erzeugt es so eine neue Kachel. Und die kann man dann verschieben. Also ganz, ganz einfach so eine Animation zu erstellen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und sage, ich freue mich schon auf Bestellungen natürlich. Würde mich sehr freuen. Und danke für die Aufmerksamkeit. Ciao.